Ja, was soll ich euch sagen? Sieht gar nicht gut aus. Und jetzt wird es schön gemacht. Das Ganze sieht so aus. Und wieder einmal heiße ich alle K-System und OpenK-Freunde und natürlich auch die, die es erst noch werden möchten, ganz herzlich willkommen bei Kuhvenau. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. In dem heutigen Video und ich denke mal auch in den ein, zwei darauffolgenden Videos geht es wieder um den Umbau des Gigaliners. Da habe ich ja vor längerem schon mal ein Video veröffentlicht, wie ich den mechanisch aufs K-System umgebaut habe. Und in den nächsten Videos geht es jetzt darum, wie bauen wir den aufs Open-K-System um. Hier seht ihr jetzt erstmal nur die Zugmaschine vom Gigaliner, weil darüber werden die nächsten zwei Videos gehen. In Summe sind da so viele Themen gewesen, dass ich einfach gesagt habe, es macht keinen Sinn, das alles in ein Video zu packen und habe das Ganze dann in zwei Videos jetzt gepackt. Und heute geht es mal nur um das Führerhaus, ja, also was ich da alles so eingebaut habe und allgemein, damit ihr jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack kriegt, was es da alles im Fahrzeug alles so an neuen Techniken und so weiter gibt, schalte ich jetzt einfach mal ein bisschen die Beleuchtung ein und wir gucken uns das Ganze mal an. Hier vorne ist es jetzt noch relativ wenig spektakulär, außer dass wir hier neben, sag ich mal so, ja, Begrenzungsleuchten für die Fahrerkabine dran machen. Interessant wird das Ganze dann, wenn wir auf die Rückseite kommen. Hier hinten haben wir dann einen Hecklichtträger mit 4 Rückleuchten oder 8 Rückleuchten. Ja, und in der Mitte sind dann die Blinkleuchten. Dann schalte ich schon mal mit F6 und F7 hier vorne an der Front schon ein paar Sachen wieder ein, denn ich werde euch zeigen, wie ich hier vorne dieses V dargestellt habe und auch hier innen drin sieht man so ein beleuchtetes Fahrerschild, wo der Fahrername draufsteht. Auch das werde ich euch zeigen, wie ich das gemacht habe. In dem heutigen Video seht ihr nur, wie ich das eingebaut habe, weil das Herstellen von dem Schild, da werde ich ein separates Video drüber machen. Ansonsten ist es mir auch gelungen, durch den Einsatz einer weiteren Platine, damit unsere Seitenmarkierungsleuchten, wenn ich den Blinker aktiviere, damit die mitblinken. Das ist ja jetzt auch was Neues in der Straßenverkehrsordnung und das habe ich hier auch gleich mal umgesetzt. Und wenn ihr jetzt mal genau guckt, dann seht ihr nämlich hier hinten noch was. Ich finde es einfach nur klasse, dass die Blinker da mitlaufen. Hier seht ihr es jetzt nochmal ohne Beleuchtung. Auch das werde ich euch zeigen, wie ich das hingekriegt habe. Ich werde euch auf jeden Fall in diesem Video nicht zeigen, wie man Drähte an eine LED lötet und so weiter. Das habe ich alles schon in meinen vorhergehenden Umbauvideos schon des Öfteren gezeigt und das muss einfach dieses Mal nicht nochmal sein. Wenn es euch interessiert, schaut euch einfach die vorhergehenden Videos an. Ich verlinke euch mal so ein Video oben im Eck. Auch werde ich euch heute nicht zeigen, wie man eine Grundbeleuchtung da anbringt, das heißt Blinker etc. pp, weil das sind einfach Basics und das wird mit der Zeit langweilig. Und dann legen wir doch auch gleich mal los, würde ich sagen. Dann tun wir erstmal das auch noch zur Seite, das brauchen wir auch nicht. Es geht jetzt um das Führerhaus. Ihr seht, ich habe das Führerhaus schon mal in seine Einzelteile zerlegt. Und zwar, dann fangen wir doch gleich mal an. Mit was fangen wir an? Wir fangen da vorne mit den Scheinwerfern mal an. Ich denke mal, das wird das erste sein. Ja. So, hier ist jetzt schon mal die fertige Scheinwerferbatterie. Also ich habe jetzt so, wie heißt es? 1206er LEDs habe ich da verwendet. Warmweiße für die Hauptscheinwerfer. Ja, die können ja richtig groß sein. Die habe ich jetzt schon mal hier hinten dran geklebt. Und bevor ich jetzt das Teil hier einbauen kann, muss ich natürlich jetzt erstmal diese ganzen Flanken hier, und ihr kennt es ja, die ganzen Flanken hier, die müssen natürlich jetzt erstmal mit Farbe behandelt werden, damit da eben später nichts durchscheint. Und in der Regel machen wir das ja mit schwarzer Farbe. Das mache ich jetzt auch mal kurz und danach, wenn das dann trocken ist, zeige ich euch noch einen kleinen Trick. Hier sind jetzt die Teile. Ihr seht, das ist jetzt alles schön schwarz. Hier und hier. Und jetzt ist halt das Blöde, oder ja, das sieht halt dann nicht so schön aus, wenn ich jetzt meine Lampen da dahinter mache. Ich versuche das jetzt gerade mal so provisorisch. Ja, wenn ich das jetzt so dahinter mache, dann schimmert ja hier das Schwarz durch. Ja? Und was halt auch immer ist, auch die Kanten hier,
ich meine, bei einem Modell, wenn das Modell komplett schwarz ist, ja, wie jetzt, ich habe jetzt nichts da, aber wenn ich halt ein Modell habe, das eine komplett schwarze Front hat, dann ist es weniger störend. Aber hier ist ja alles weiß und da stört halt dann dieses Schwarz schon sehr stark. Und deshalb gehe ich da immer noch mal her und male das Ganze mit Weiß noch mal über. Der Schwarz im Hintergrund blockiert ja dann sozusagen meine Lichtwellen, aber im Vordergrund ist dann eben alles weiß. Und auch das wird jetzt halt erstmal wieder trocknen gelassen. Ich werde es wahrscheinlich danach noch ein zweites Mal übermalen. Das gleiche mache ich jetzt hier auch, wo ich die LEDs drauf geklebt habe. Da male ich das nämlich auch jetzt links und rechts erstmal mit weiß an. Weil wenn ich dann da reingucke, sieht es viel schöner aus, wie wenn ich da jetzt halt gleich mit schwarzer Farbe drauf gehe. Dann schimmert es immer so dunkel durch und das sieht irgendwie immer blöder aus. Also wenn man das jetzt mal anguckt, das sieht dann halt gleich viel schöner aus. Hier sind jetzt die Teile und ihr seht, das sieht jetzt halt schon wesentlich besser aus. Ne? Was ich auch gleich noch gemacht habe, natürlich habe ich jetzt dennoch, auch wenn ich als erstes die Teile hinten weiß gestrichen hatte, habe ich jetzt natürlich nochmal die komplette LED nochmal mit schwarz eingestrichen, eben damit da wirklich sämtliche Lichtstrahlen, die von der LED ausgesendet werden, nach hinten, dass die eben unterbrochen sind, dass die also nicht durchscheinen. Ich zeige es euch mal in die Kamera. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Klar, ein bisschen schwarz sieht man immer noch, aber ich denke mal, wenn das später komplett zusammengebaut ist, dann fällt es komplett weg. Jetzt kommen wir zum nächsten, und zwar sind hier unten kleine Löcher wieder drin. Und auch das sind ja normal Scheinwerfer. Ich gehe mal wieder davon aus, dass eins die Nebelscheinwerfer und eins das Fernlicht ist. Auch das möchte ich natürlich bei dem Fahrzeug wieder umsetzen. Und das Blöde ist, guck mal, ob man das in der Kamera sieht. Das Ganze hier ist ein ein Lichtträger. Ja, da ist der Hauptscheinwerfer da oben dran und da unten drunter, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera jetzt genau sieht, da sind die kleinen Knuppels für die für diese anderen Scheinwerfer da unten. Jetzt habe ich mir lange überlegt, wie ich das mache, weil ich will natürlich jetzt nicht einfach hier LEDs hinten dran kleben. Ja, das finde ich jetzt nicht so schön, sondern es soll schon hier vorne so gläsern aussehen. Jetzt habe ich erst überlegt, naja, ich trenne das hier ab. Also, ich trenne das Ganze hier ab und tue das alles separieren und baue das da rein. Aber irgendwie gefällt mir die Idee gar nicht so richtig. Deshalb bin ich jetzt auf eine andere Idee gestoßen. Also ich habe das jetzt schon mal vorab probiert, bevor ich euch das zeige. Und zwar geht das Ganze wie folgendermaßen. Man nimmt ein bisschen Isolierband, schneidet sich hier ein ganz kleines Stück raus. Das muss gerade so groß sein oder ein bisschen größer sein, wie eigentlich die Stelle ist, wo man halt abdecken will. Ja, also gerade so groß wäre blöd, aber ein kleines bisschen größer. Aber zu groß ist auch wieder nichts, weil es schon steht ewig drüber. Ne? Und jetzt kleben wir das einfach hier so rein. Na komm schon, zack. Wenn man es richtig rumnimmt, dann klebt es vielleicht auch. So. So, dann kleben wir das Ganze hier so rein und drücken das mit der Pinzette nochmal gut an. Ich hoffe, man kann das jetzt relativ gut sehen. So, jetzt ist das Ganze hier vorne abgeklebt. Und jetzt nehmen wir unseren UV-Kleber und träufeln da ganz vorsichtig einen Tropfen halt rein. Einmal. Zweimal. Und da geht noch ein bisschen was. So. Wenn wir das haben, gehen wir auch gleich her und nehmen die Lampe und halten das mal ordentlich da drauf. Also in der Anleitung steht zwar 3 Sekunden, aber ich habe schon gemerkt, das dauert immer ein bisschen länger, bis der ausgehärtet ist. Mit Sicherheit hängt das eben auch mit der Schichtstärke zusammen. Also je mehr Kleber drin ist, desto länger braucht es halt, bis es ausgehärtet ist.
So, dann kann man auch mal bis am Rand probieren. Ja, das sieht gut aus. Wir machen sicherheitshalber machen wir noch ein bisschen länger. So, und jetzt können wir auch hinten das schon wieder abziehen. Und jetzt haben wir quasi unsere neuen Scheinwerfergläser drin. Und jetzt können wir einfach dann hergehen. Wo habe ich die LED? Hier habe ich mal eine kleine LED. Und wenn wir die jetzt einfach von da hinten dagegen halten, ich meine, klar, da wird jetzt noch das eine oder andere mitleuchten, weil die LED ist ja jetzt auch noch nicht abgeschirmt. Aber so in alles im Allen, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber so leuchtet es jetzt schön aus dem Scheinwerferloch dann raus. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann werden wir jetzt mal die ganzen LEDs da hinten reinkleben. So sieht das Ganze jetzt aus. Weniger spektakulär. Wieder mit viel Drähte hier hinten raus. Ne? Und naja, das nächste ist jetzt, ich tue jetzt die ganzen LEDs mal schwarz außenrum anmalen. Und dann gucke ich mir das halt mal an und hoffe, dass das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier ist jetzt das Ergebnis. Also ich muss sagen, wartet mal, ich komme mal näher an die Kamera. Also mit dem bin ich wirklich total zufrieden. So sieht es jetzt halt von hinten aus, eigentlich weniger spektakulär. Dann würde ich jetzt mal gucken, dass ich das irgendwie da wieder dran kriege. Das ist jetzt nichts Spektakuläres wieder, das werde ich euch jetzt nicht extra zeigen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt schon mal noch ein bisschen weiter gemacht. Ich habe euch ja gesagt, bei der Grundbeleuchtung zeige ich euch nicht jeden einzelnen Schritt. Ich habe jetzt das Teil hier vorne soweit fertig gemacht, habe auch gleich die Fototransistoren mit eingebaut für die Abstandssteuerung. Auch da habe ich ja ein eigenes Video letzt schon gemacht, was es da alles zu beachten gibt. Das zeige ich euch hier jetzt nicht nochmal. Und habe halt dann daneben noch so eine Seitenbegrenzungsleuchte und eine Blinkleuchte zusätzlich links und rechts dran gemacht. Und das ganze Teil habe ich jetzt gleich mal hier auf dem Truck verklebt. Und das Ganze muss jetzt halt erstmal komplett trocknen und deshalb stelle ich es jetzt erstmal zur Seite und dann machen wir hier mal an der Fahrerkabine weiter. Hier möchte ich jetzt als erstes, da hier oben die Scheinwerferbatterie, ich nenne sie jetzt einfach mal Scheinwerferbatterie, die möchte ich jetzt als erstes beleuchten. Das Ganze wird auch mit warmweißen LEDs, ich nehme mal an 0603er, weil was anderes habe ich ja momentan gar nicht, merke ich gerade wieder. Genau. Also entweder es funktioniert mit 0603er oder ich habe ein Problem. Ich würde sagen, jetzt machen wir das ganze Teil mal hier oben ab. Ich guck mal, ob ich das so rauskriege. Na, das ist verklebt. Soll ich es doch dran lassen? Wenn ich so dagegen halte, müsste es gehen. Na, gucken wir mal. Jetzt ist es hier oben wieder so, ich möchte jetzt nicht einfach da vorne die LEDs draufkleben. Das sieht, würde ich sagen, ein bisschen blöd aus, weil ich möchte die wirklich hier in dem Scheinwerfer versenken. Heißt also wieder, ich muss das Ganze jetzt erstmal aufbohren. Und das wird jetzt wieder lustig. Als erstes nehme ich mal so einen kleinen Bohrer und schaue mal, dass ich irgendwie an den Scheinwerfern die Mitte treffe. Ich mache erstmal einen. Jetzt sind halt wieder unterschiedliche Stärken an Bohrergut. Und jetzt bohren wir das halt Stück für Stück auf, bis wir so die richtige Größe haben. Wahrscheinlich werde ich noch andere Bohrer brauchen. Oh, das ist zu viel schon. Das ganze Ding geht kaputt so. Ja, klasse. Und schon ist es gebrochen. Ich bin begeistert. Ich muss das anders da machen. Ich muss den Scheinwerfer hier hinten irgendwie mit der Pinzette packen, dass ich dann hier so rein kann.
So, also der sieht jetzt, ich schau mal, der sieht jetzt so aus. Das müsste eigentlich funktionieren. Jetzt holen wir mal eine 0603er LED. Legen die mal da rein und gucken mal, ob das Ganze passt. Nö, nicht fortspritze. Ich glaube, die ist doch zu groß. Ja. Also die 0603er LED geht da definitiv nicht rein. Mist. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich nur 0402er Kaltweiß da. Ich habe jetzt nochmal probiert, mit ein paar anderen Bohrern hier, das Ganze noch ein bisschen größer zu machen und noch ein bisschen weiter auszuhöhlen, dass vielleicht doch die 0603er LED reinpasst. Mit dem Ergebnis, ihr könnt es hier sehen, dass mit der Scheinwerfer da abgebrochen ist. Ja, klasse, ne? Heißt also, ich muss den da irgendwie wieder ankleben und muss jetzt erstmal warten, bis meine 0402er LEDs kommen. Bestellt habe ich welche, aber die sind halt noch nicht da. Ja, was soll ich euch sagen? Sieht gar nicht gut aus. Wenn ihr euch mal anguckt, ich habe jetzt fast mehrere Scheinwerfer hier versucht auszuhöhlen schon. Und das ist momentan das Ergebnis. Ihr seht, 3 von den Teilen sind schon mal abgebrochen. Ich weiß auch nicht momentan. Entweder ist das Zeug so dünn oder ich stelle mich gerade wieder sau doof an. Jedenfalls macht es jetzt relativ wenig Sinn, euch das weiter zu zeigen hier mit den Teilen, weil da könnt ihr definitiv nur sehen, was ich für einen Scheiß gerade baue. Ich werde jetzt den mal noch fertig machen und dann gucke ich mal, wie ich das Ding hier irgendwie wieder zusammenkriege. Wenn es da ein paar gute Bilder dazu gibt, dann zeige ich die euch. Ansonsten war das da oben jetzt mal ein richtiger Reinfall. Ich zeige euch das jetzt gerade mal an dem einen hier, an dem letzten. Der ist glücklicherweise jetzt dran geblieben, da habe ich es irgendwie hingekriegt. Also ihr seht, je mehr Übung man hat, desto besser wird es dann auch. Ich habe jetzt schon mal die LED hier reingeschoben. Auch die Scheinwerfer hier oben werde ich wieder mit dem UV-Kleber versiegeln vorne, dass das aussieht, als wäre das Glas. Und da kann ich euch immer nur den Tipp geben, bevor ihr sowas macht, solltet ihr auf jeden Fall die LED nochmal prüfen, ob die auch wirklich funktioniert. Wenn nämlich dann der Kleber mal drin ist und ihr merkt dann, es funktioniert nicht und das dann wieder rauspopeln, na dann viel Spaß dabei, ne? Und es muss ja nicht sein, deshalb kann man ja mal kurz gucken. Ah ja, meine LED funktioniert, wunderbar, alles klar. Und weiter geht's im Text, ne? So, jetzt müsste die natürlich hier wieder reingelegt werden. Und jetzt machen wir einfach da ein bisschen Kleber drauf. Erstmal ein bisschen. So. Das Ganze mal hart werden. Und danach können wir das gerade noch mal ein bisschen nachfüllen. So. Das noch angucken. Ja, das sieht gut aus. Goodie gut. Und mit Licht versehen. So. Dann hätten wir den einen mal fertig. Die anderen, die tue ich jetzt wieder irgendwie zusammenfuschen und dann sehen wir uns wieder. Also, hier seht ihr jetzt, wie ich es jetzt hier so schön zusammengepfuscht habe. Ich muss sagen, naja, für das, wie es vorher ausgesehen hat, komplett zerlegt, bin ich da jetzt noch zufrieden mit. Schön ist natürlich was anderes, ne? Also ich kenne euch, ihr macht es wesentlich besser. Ja, Leute, was soll ich sagen? Guckt mal, so sieht es jetzt aus. Ist das nicht schön? Geil, oder? Auch wenn es so eigentlich so verhunzt aussah, das Endergebnis kann man dann doch eigentlich noch sehen lassen. Kann sich noch sehen lassen, ne? Als nächstes will ich daneben so, ja, seitlich so rote
LEDs dran machen, die irgendwie so das Fahrzeugende oder halt das Führerhaus seitlich so ein bisschen abgrenzen sollen. Was es genau ist, kann ich euch da jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe das aber nur gesehen, dass es immer mehr LKWs haben, auch draußen auf der Straße. Und da habe ich mir einfach gedacht, ja, das bauen wir da auch drauf. Da habe ich mir jetzt schon mal 6 04 02er LEDs mit Drähte versehen. Und jetzt müssen die natürlich hier am besten natürlich im gleichen Abstand, also es wird blöd aussehen, wenn ich jetzt einmal einen großen Abstand, einmal einen schmalen Abstand mache. Ja, das sollten also schon im gleichen Abstand, relativ im gleichen Abstand sitzen. Und damit ich mir das jetzt erstmal hier markieren kann, ich könnte natürlich jetzt hier anfangen mit dem Bleistift auf dem Gehäuse rumzumalen. Aber naja, wenn ich mich halt dann vertue, dann habe ich ein Problem, das wieder wegzukriegen. Das verschmiert, sieht dann eklig aus. Deshalb gibt es da einen anderen Trick. Und zwar nehme ich da ein bisschen Malerkrepp und mache mir da jetzt einfach so einen schmalen Streifen ab. Und klebt den dann hier neben das Fahrerhaus, also da sollen ja die LEDs dann hin, und hier nebendran klebe ich den. Und jetzt kann ich dann einfach mal gucken, wie ich die LEDs hier verteile. Jetzt kann ich mir das erst einfach mal so machen, das ist einfach mal, sage ich mal so händisch, ja, einfach mal so frei Schnauze erstmal verteile, dass ich überhaupt mal sehe, ja, wie sieht es aus, wie viel werde ich wohl brauchen. Ja, machen wir es einfach mal so, dann sieht man, ja, das kommt gut hin mit den 6 LEDs. Jetzt ist es natürlich hier nicht alles ganz immer akkurat. Jetzt gucke ich einfach mal mit meinem mit so einem kleinen Lineal, was das ungefähr immer so für Abstände sind. Ja, also das sind wir so zwischen 3 und 4 mm. Dann gehe ich einfach her, nehme jetzt den Streifen, machen wieder ab, drehen rum. Und jetzt wird es schön gemacht. Jetzt lege ich das Lineal an und ich nehme einfach mal 4 mm und sage, die erste kommt hierher, die zweite kommt hierher. Nee, schon falsch. Okay, seht ihr, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, zieht das einfach ab, legt es nebenhin, nehmt euch einen neuen Streifen und fangt von vorne an. Ich finde die Idee gar nicht mal so verkehrt. So, dann gucken wir mal wieder. Also 4 mm die erste, bei 8 mm die zweite, bei 12 mm die dritte. Also irgendwie, nee, halt schon wieder falsch. Ach ja, momentan mache es viel zu oft falsch, merke ich. Also nochmal. 4 mm die erste, 8 mm die zweite, bei 12 mm die dritte, bei 16 die vierte, bei 20 die fünfte und bei 24 dann die sechste. So, genau, bis hierher. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich das Ganze? Weil bohre ich mich hier so durch, habe ich ein Problem. Kann ich die hier so schräg bohren? Problem bei der ganzen Sache ist nämlich, dass genau an dieser Stelle die Rückwand von dem Fahrerhaus verläuft. Und wenn ich mich da jetzt einfach gerade durchbohre, bohre ich genau in die Rückwand. Sieht mal gut aus. Es ist nur noch die Frage, gehen die da auch durch? So, also das sieht schon mal gut aus. Natürlich gibt es wieder Links in der Videobeschreibung, wo ihr die 04, 02er LEDs herkriegt. Oh, ich soll, glaube ich, das Gehäuse nicht mehr so fest da drauf kleben, merke ich gerade. Oh, oh, oh. Ich glaube, eine Seite reicht zum Fixieren. So, und jetzt muss man das Ganze halt hier ausrichten, ne? So, schauen wir mal, ob wir sie festkriegen. So, also, die erste LED ist mal dran. Ich mache jetzt mal die ganzen anderen wieder dran.
und danach sehen wir uns wieder. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt machen wir mal das Teil da weg. Also im ersten Moment sieht man die LEDs eigentlich gar nicht mehr. Ich habe schon ein bisschen Respekt vor den ganzen Drähten hier wieder. Ne? Also das ist jetzt echt heftig, hey, wenn man das mal wieder sieht. Ne? Aber gut. Und das Ganze ist jetzt auch wirklich bloß nur eine Seite momentan. Ne? Das Ganze müssen wir ja auf der anderen Seite auch noch machen. Oh, hey. Was habe ich mir da eingebrockt, hey. Aber gut, wie sagt man so schön, man wächst mit seinen Aufgaben. Dann gucken wir mal, dass wir den ganzen Kram hier nach innen kriegen. Hier erkennt man jetzt auch nochmal schön das Problem mit der Rückwand, was ich vorhin erklärt hatte. So, und hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Ich muss sagen, also ich habe es auch schon auf der Seite hier gemacht und ich muss sagen, das sieht richtig, richtig geil aus. Ja, was ich euch jetzt halt alles nicht gezeigt habe, ist, wie ich es hier innen drin verkabelt habe. Da gehen wir vielleicht mal kurz ein bisschen näher dran, damit ihr das genau sehen könnt. Weil im Prinzip ist es ja halt immer wieder das Gleiche. Ich habe mir jetzt hier oben eine Leiterplatte gesetzt, also hier links und rechts. Habe dann alles hier nach oben geführt. Ja, habe also quasi hier hinten die Kabel erstmal durch, dann hier in den Innenraum und dann hier nach oben gelegt. Wartet mal, so, hier nach oben gelegt und dann da oben drin angeschlossen. Ja, also immer Plus auf Plus, Minus auf Minus, alles parallel. Das habe ich links und rechts gemacht und habe jetzt einfach alles zusammengeschaltet. Ja, auch den Plus habe ich jetzt ein Draht gemacht, wo auch die vorderen Lichter am Plus, wo auch quasi diese Lichter hier oben am Plus mit dranhängen. Natürlich der Minus ist separat, weil wir das ja später separat schalten wollen. Jetzt gucke ich noch, dass ich die ganzen Drähte hier, die drei, irgendwie hier runter kriege. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Teil hier. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie ich alles hier runtergeführt habe. Ich habe jetzt alles also quasi hier mal in dem Eck hier runtergeführt. Und habe das jetzt da hinten an der Wand so ein bisschen so schräg rüber gelegt. Im Prinzip stört es ja nicht. Später kommt ja hier dieser Glaskörper rein. So, und wenn der drin sitzt, sag ich mal, erkenne ich das nicht wirklich mehr. Aber ich kann es trotzdem noch erkennen und das gefällt mir jetzt nicht ganz so. Deshalb werde ich jetzt einfach noch mal hergehen. Jetzt habe ich mir hier so eine Farbe rausgesucht, die hat in etwa die Farbe von dem Fahrer, also von dem Führerhaus. Und werde jetzt einfach mal da hinten die ganzen Kupferdrähte noch ein bisschen übermalen, damit die eben nicht so auffallen. In der Zwischenzeit, wo das hier trocknet, werde ich mich mal hier an dieses Teil hier dran machen, weil zum einen möchte ich hier oben diese beiden äußeren Zapfen hier, das geben meine Positionsleuchten, ja, also weiße Positionsleuchten da. Ja, wir machen kalt. Ich glaube, wir machen da mal kaltweiße Positionsleuchten hin. Das sieht, glaube ich, nicht mal schlecht aus. Ja, genau, da mache ich kaltweiße Positionsleuchten hin. Und dann soll da auch ganze noch Innenbeleuchtung rein. Das werden wir auch hier drin machen. Da war auch die Idee, dass ich das Ganze dann hier oben verkabel. Und damit später das Ganze nicht nach oben durchscheint, ja, also wenn ich dann da was mache, will ich ja später nicht die ganze Technik hier oben sehen, werde ich das hier oben auch erst einmal mit weiß streichen als allererstes. Hier seht ihr jetzt die weiße Fläche und jetzt will ich ja hier vorne, habe ich euch ja schon gesagt, kommen ja hier die Positionsleuchten dran. Da habe ich jetzt 04, 02er weiße LEDs genommen und wenn man das Teil hier reinsetzt, dann stehen ja diese, na, wenn ich es reinmache hier, dann sieht man ja, dann sind diese Knuppel da, sage ich jetzt einfach mal, die gehen ja bis vorne raus. Und ich möchte ja, dass die LEDs quasi nicht bis vorne raus gucken, also nicht vorne drauf sind, sondern dass die da rausleuchten. Aus dem Grund gehe ich jetzt als erstes her und schneide diese Knuppis da ein bisschen ab. Jetzt mal gucken, wie viel wir da wegmachen. So viel, hätte ich jetzt mal behauptet. Ja, nur noch ein bisschen mehr. Kann ich euch jetzt halt schlecht zeigen, genau. Das kommt halt auch immer drauf an, was ihr für eine LED nehmt, ja. Wie dick ist eure LED und so weiter. So, aber auf jeden Fall passen die da gut drauf, sehe ich. Jetzt werde ich aber als erstes die Stellen hinten nochmal schwarz anmalen. Einfach, um sicher zu gehen,
dass da später das Licht nicht nach hinten scheint und mir in die Fahrerkabine leuchtet. Ne? Deshalb gehe ich hierher und mache hier mal ein bisschen schwarze Farbe drüber. Was ich jetzt auch nochmal mache, ist einfach hier oben nochmal schwarz anmalen. Das bräuchte man zwar wahrscheinlich nicht, aber besser ist besser. Hier ist jetzt das Ergebnis. Ihr seht hier vorne die 2 Leuchtdioden und hier oben habe ich jetzt einfach mal eine Leiterplatte, ein Stück Leiterplatte reingeklebt. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht abgezählt, wie viel ich brauche. Ich habe einfach ein Stück abgeschnitten, habe das da oben reingebappt. Sieht man ja später eh nicht mehr, ja. Und wenn da was übrig ist, mein Gott. Was ich auch gleich reingebaut habe, ist hier innen drin die Fahrerhausbeleuchtung. Ja, das habe ich euch jetzt auch nicht extra gezeigt, weil ist halt einmal das Gleiche. Und habe hier hinten habe ich mal noch eine rote LED eingeklebt. Also so hier. Hier hinten habe ich mal noch eine rote LED eingeklebt. Das kommt daher, wenn wir uns mal unser Führerhaus hier angucken, also Führerhauseinrichtung besser gesagt, dann haben wir ja hier vorne die 2 Plätze zum Fahren und hier hinten ist so eigentlich die Schlafkabine. Und da habe ich mir gedacht, ist es doch mit Sicherheit ein nettes Gimmick. Wenn man jetzt das Teil hier so reinmacht, sieht man nämlich die rote LED. Die sitzt genau da hinten in der Schlafkabine. Da habe ich einfach so gedacht, naja, vielleicht stellt man das Auto mal irgendwo auf einem Rastplatz ab und der Fahrer geht schlafen und dann ist halt hinten noch so ein schummrig rotes Licht. Sieht vielleicht auch nicht schlecht aus, wenn dann hier einfach so ein bisschen rotes Licht durchscheint. Ob es was bringt, weiß ich noch nicht. Aber einfach mal so der Gedankengang. Eigentlich wären wir jetzt soweit fertig, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Jetzt mache ich mal kurz dieses Teil hier rein. Das ist nämlich die Abdeckung hier unten. So, die kommt hier so rein. Jetzt haben ja einige geschrieben, beziehungsweise oftmals sieht man das ja in so LKWs auf der Autobahn. Die haben hier unten irgendwie so ein Schild drin stehen, wo als ein Name drauf steht, also der Name vom LKW-Fahrer oder so. Ja, haben sie ja als was drin stehen und da hat auch einer schon geschrieben, ah ja, könnte man sowas im Modell umsetzen. Hm? Ist ja immer die Frage, kriegen wir das im Modell überhaupt hin? Jetzt habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht und ja, ich habe eine Lösung gefunden, wie wir das können. Und zwar hole ich das Schild schon mal ins Bild. Ich habe es schon mal fertig gebaut. Da wird es aber auch noch ein separates Video darüber geben, wie ich das gebaut habe. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Na, vielleicht sollten wir es noch richtig rumhalten. Das Ganze sieht so aus. Und ich hoffe, man kann es jetzt auf der Kamera lesen. Da steht jetzt zum Beispiel der Schriftzug Manfred drauf. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, mein LKW-Fahrer heißt Manfred. Und genau das will ich jetzt auch noch einbauen. Jetzt ist es allerdings bei mir so, oder andersrum gesagt, normalerweise, wenn wir jetzt mal das Teil hier draufsetzen, einfach mal so, normalerweise stehen ja diese Schilder hier immer in dem unteren Bereich. Ja, heißt also normal stehen die irgendwo hier auf dem Armaturenbrett. Problem bei dem Fahrzeug ist, ich hebe das nur mal kurz weg, ihr seht, hier ist ein Schriftzug aufgedruckt. Den möchte ich natürlich jetzt nicht wegmachen, weil wenn ich ihn wegmache, ist erstens mal das Glas kaputt, also diese Glasattrappe, und zweitens, ja, warum soll ich denn jetzt nur deswegen wegmachen, ne? Heißt also, wenn ich das hier unten hinsetzen würde, das würde mir gar nichts bringen. Also das würde man nicht sehen richtig, also macht es keinen Sinn. Deshalb werde ich das Ganze jetzt hier oben, kurz unterm Dach sozusagen, ganz dicht unter das Dach, werde ich bei dem Fahrzeug jetzt erst einfach da oben anbringen. So, dann geht's auch los. Und zwar habe ich mir das jetzt gerade mal angeguckt. Das Ding ist, hier ist ja dieser Schieber drin. Ne? Dieser Schieber kommt ja später, nachdem quasi die Glasscheibe hier drin ist, wird es unten reingeschoben und dann ist auch gleichzeitig die Glasscheibe fixiert. Und wenn ich das jetzt mal hier wieder reinmache, dann kann man nämlich gut erkennen, dass das hier innen drin bis hierher geht und es eigentlich am optimalsten wäre, man würde quasi das Schild hier auf dieses Teil draufkleben. Ne? Das steht hier innen drin hin, dass man da das Teil draufklebt, dann spart man sich nämlich auch quasi das an die Scheibe zu kleben und dass da irgendwas verletzt wird. Also dass die Scheibe irgendwie milchig wird oder sonst irgendwas. Also deshalb finde ich das gar nicht mal so schlecht. Problem ist aber, wenn ich das jetzt halt zum Beispiel hier drin lasse und klebe das jetzt schon hier drauf, dann kriege ich meine Scheibe nicht mehr rein. Ne? Also das habe ich habe es zwar mal probiert, nee, das geht dann nicht mehr. Ich kriege dieses Teil dann da nicht mehr rein, oder? Zeig mal. Kann ich das soweit spreizen? Oh. Oh, oder? Geht's? Geht? Geht doch? Oder geht nicht? Jetzt kriege ich es auch wieder raus.
Wenn ich es jetzt wieder rauskriege, dann mache ich so. Ah, okay. Vergesst, was ich bisher gesagt habe. Wir machen das Ganze einfach so. Wir lassen das Teil jetzt hier drin. Und dann nehmen wir unser Schild und kleben das Ganze hier drauf. Dann machen wir mal den Strom wieder aus. Oder ne, lassen wir mal an, dass wir sehen, dass es auch richtig rum dann ist. So, jetzt tun wir erstmal das Ganze so her. Wie mache ich das jetzt? Nehme ich jetzt halt Sekundenkleber oder nehme ich was anderes? Ich nehme Sekundenkleber. Ich riskiere es. Ich riskiere, dass die Scheibe notfalls grau wird, also milchig wird. So, dann nehmen wir mal das Schild. Und jetzt werden wir einfach mal mit dem Schraubenzieher hier hinten ein bisschen Kleber drauf machen. Genau, Beifahrerseite hier oben. Dann kleben wir es einfach mal so dahin. So, drin wäre es mal. Also ich finde, das sieht schon richtig geil aus, wenn das da oben so hängt, ne? Jetzt müssen wir natürlich die Drähte noch irgendwie verstecken. Dann bohren wir einfach mal hier so in der Position runter, würde ich sagen. So, und dann müssen die da schön nach oben. So, also so sieht es jetzt aus. Die Drähte kommen hier oben raus. Jetzt können wir natürlich noch mal kurz prüfen, ob es da wirklich noch funktioniert. Ich hoffe es, weil wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, dann kotze ich. Boah, es funktioniert noch. Geil. So, dann weiß ich jetzt auch gleich, was wieder der Plus ist. Weil der muss natürlich jetzt auf meinen Plus-Stützpunkt. So sieht das Ganze jetzt mal aus. Natürlich muss auch das erstmal jetzt wieder alles gut trocknen, dass der Sekundenkleber ausgegast ist und so weiter. Deshalb denke ich mal, wird es heute nichts mehr mit zusammenbauen. Ich lege das jetzt alles mal zur Seite und werde halt in der Zwischenzeit mal hier noch einen Fahrer und ja, eine Beifahrerin reinbasteln. Mal schauen, was ich da noch so an Figuren habe. So, jetzt mal ein kleines Update. Also, was ich euch jetzt nicht extra gezeigt habe, ich habe hier mal den Glaskörper habe ich wieder eingebaut, also die Scheiben habe ich wieder eingebaut. Ja, da oben, das hat mir jetzt zwar noch nicht so ganz gefallen, aber ich lasse es jetzt mal, da ist ein kleiner Spalt, aber naja gut, der wird jetzt nicht so dramatisch sein. Da tut irgendwas ein bisschen dagegen drücken, das lasse ich jetzt aber. Die Kabel, die Drähte von den ganzen Sachen, die ich da oben dran gebaut habe und von der Fahrerkabine, die laufen jetzt hier links und rechts runter. Und was ich auch dran gemacht habe, sind die Außenspiegel für die Spiegelladung. Habe ich euch ja jetzt auch nicht extra gezeigt, weil da habe ich ja schon mal ein eigenes Video mit dem Unimog-Umbau gemacht und das ist jetzt nichts Neues. Ja, das ist der gleiche Vorgang, das gleiche Verfahren. Deshalb brauche ich euch das nicht extra nochmal zeigen. Das ist jetzt getrocknet. Und ich habe hier, ihr seht, ich habe jetzt hier schon mal wieder so ein Stück Malerkrepp drauf geklebt und habe mir hier schon mal die Striche angemalt, wie das V später werden soll. Der Strich, der gilt nicht, der war zu weit drin, aber hier, die Striche sind jetzt maßgebend. Und das Ganze möchte ich nicht mit einzelnen LEDs machen, weil diese Lichter doch wirklich sehr, sehr klein sind. Und ich habe mal gedacht, naja gut, man könnte es mit 0,2, 0,1er machen, aber die sind auch nicht immer gerade so einfach zu löten. Deshalb werde ich das Ganze jetzt mit 0,5 mm starkem Lichtwellenleiter machen. Wo ihr den kriegt, stelle ich euch den Link auch wieder in die Videobeschreibung. Und ja, deshalb müssen wir da jetzt einfach mal 0,5er Löcher bohren. Und dann werden wir da immer mal so Stücke abschneiden und dann kommt halt hier hinten, sage ich mal hier unten, kommt irgendwo eine LED hin, die scheint auf den Lichtwellenleiter
und der strahlt das Ganze dann an. Ne? So ist jetzt auf jeden Fall einfach mal der Plan und dann schauen wir doch mal, ob wir das so irgendwie da hinkriegen. Heißt also, ich brauche erstmal einen 0,5er Bohrer. Was haben wir hier? Oh, perfekt, 0,5. Dann bohren wir doch einfach mal hier ein Loch. Wow. Jetzt muss man mal gucken, das hier, das ist dann, da ist so ein Freiraum zwischendrin. Da wollte ich jetzt eigentlich nichts reinmachen, deshalb lasse ich das mal aus. Ich gehe jetzt gleich ganz hier unten hin. So, und jetzt können wir das Ganze auch schon wieder abziehen hier. Und jetzt müssten da überall schöne Löcher drin sein. Oh, cool. Dann werden wir hier mal jetzt lauter kurze Stücker schneiden. Bei so Lichtwellenleiter, wo ist mein Messer? Da. Bei so Lichtwellenleiter ist es auch wichtig, also ich würde die nie mit dem Seitenschneider schneiden. Ja, weil da kann es passieren, dass diese Kante hier vorne splittert innen drin und dann sieht es blöd aus. Ich mache das eigentlich immer mit dem Messer und fahre hier so glatt runter. Und jetzt machen wir einfach mal so lange Stücker hier. Die kann man ja später immer noch mal kürzen. Und jetzt hoffe ich, dass ich die einfach hier durchschieben kann. Irgendwie waren jetzt die Löcher doch noch etwas zu klein. Dann habe ich sie halt einfach noch mal kurz mit dem 0,5er Bohrer ein bisschen nachgebohrt, damit sie minimal größer werden. Ah, sieht doch schon besser aus. So, und jetzt kann man das Ganze hier vorne mit der Pinzette so platt drücken. Dann sieht das Ganze mal so aus. So habe ich mir das eigentlich auch irgendwie vorgestellt, muss ich sagen. So sieht es jetzt alles aus. Das sieht, glaube ich, schon ein bisschen durcheinander und chaotisch da unten aus. Ja, da muss ich jetzt mal gucken dann, wie wir da am besten eine LED hinkriegen und das alles drauf machen. Da muss ich jetzt auch erst noch mal gucken, wie wir das alles sauber hinkriegen. So, ihr könnt schon was sehen. Und zwar habe ich mir von einem 3 mm starken Messingrohr, ja, habe ich mir jetzt hier so einen kleinen Ring abgeschnitten und habe den dann über die einzelnen Enden von diesen Lichtleitern gezogen. Das hat einfach den Grund, dass ich sie jetzt so wirklich perfekt zusammenführen kann. Und den Ring, den klebe ich jetzt erstmal, so ist zumindest mal der Plan, dass ich den Ring jetzt hier unten hier auf das Führerhaus einfach mal draufklebe. Schauen wir mal, ob das Ganze so funktioniert. Ich habe mir ja auch beim Konrad nochmal dieses Aktivator-Mittel, das ich ja normal als Spray verwende, habe ich mir hier nochmal in einer flüssigen Form mit so einem Pinsel besorgt. Vielleicht mache ich das Ganze sogar auf das Gehäuse jetzt drauf. Der Vorteil hiervon ist halt, dass ich das wirklich ganz zielbringend ansetzen kann und das nicht so viel streut. Gerade bei so Sachen ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Schauen wir doch mal. Ich mache einfach mal hier, ich ziehe das mal hier weg. Auf jeden Fall solltet ihr das nicht zu lange offen lassen, weil das stinkt bestialisch, das Zeug. Ich will nicht wissen, wie viel Chemie da wieder drin ist. So, jetzt mache ich mal hier auf das Teil meinen Kleber drauf. Und dann drücken wir das einfach mal hier an. Theoretisch mit dem Aktivator sollte das eigentlich jetzt ratzfatz heben. Siehe da, perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt machen wir natürlich da links und rechts auch noch mal ein bisschen Kleber hin, um das Ganze zu noch ein bisschen besser zu fixieren.
So. Und jetzt ist es so, bevor ich jetzt das hier hinten alles abschneide, gehe ich als erstes her und mache von hinten da einen Tropfen Sekundenkleber drauf. Dass quasi die Dinger sich hier verbinden. Ja, dass quasi die ganzen Lichtleiter sich eigentlich hier zusammenkleben hier hinten. Wichtig, wenn ihr bei Lichtwellenleiter mit Sekundenkleber arbeitet, macht es da, wo ihr es später nicht seht, weil der Sekundenkleber greift auch euren Lichtleiter an und an der Stelle tritt dann das Licht aus. Deshalb mache ich das jetzt auch ganz hinten, bevor ich es abschneide. Der Rest ist dann in dem Ring drin. Da juckt es mich dann nicht, ob da neben ein bisschen Licht austritt oder so, weil der Ring blockiert es ja dann wieder. Ne? So, dann tun wir das mal schön hier mit Sekundenkleber einsauen. Ja, und das lassen wir am besten jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. Ne? Das kennt ihr ja schon. Jetzt habe ich es vor lauter, habe ich es komplett vergessen, die Kamera einzuschalten. Also ich habe jetzt die Dinger hier hinten mit dem Seitenschneider gerade mal abgeklipst. Und jetzt gucke ich mal noch, dass ich das Ganze hier hinten mit dem Messer hier plan kriege. Das müsste eigentlich funktionieren, denke ich mal. Wow, ist doch ganz schön fest. Also viel darf da nicht am Gehäuse dran sein momentan. Gut, dass da nicht so viel dran ist. Ich glaube, das sieht jetzt genauso aus, wie ich mir das Ganze hier vorgestellt habe. Muss ich sagen. Jetzt werde ich mal eine blaue LED machen, weil ich würde das gerne blau beleuchten hier vorne. Ich weiß zwar nicht, ob das aus der Straßenverkehrstechnik so eigentlich in Ordnung ist, blau. Ich finde es jetzt einfach mal schön blau. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. So, jetzt halte ich das mal ein bisschen näher in die Kamera. Also die LED ist jetzt angeklebt hinten. Ne? Und wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, habe ich jetzt nicht ein gleichmäßiges Leuchtbild, sondern die einen leuchten ein bisschen stärker und die anderen leuchten ein bisschen schwächer. Gerade wenn ich jetzt hier oben gucke, das ist ganz schwach, das hier sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das kommt jetzt daher, da meine LED eigentlich zu klein ist. Ja, die leuchtet nicht auf der gesamten Fläche, sondern die leuchtet nur ein paar an und die sind dann halt ganz stark und die anderen, die sind dann ein bisschen schwächer. Das gefällt mir natürlich jetzt gar nicht. So will ich das nicht haben. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich da machen kann. Ich glaube, ich probiere das mal mit einem zusätzlichen Rohr irgendwie. Und hier ist jetzt auch schon die Lösung, wie das Ganze besser wird. Ich habe jetzt einfach nochmal so ein 3... War doch 3, ne? Ja, so ein 3... Ich habe jetzt einfach nochmal so ein 3 mm starkes Messingrohr, wie ich ja eben hier schon mal verwendet habe. Habe ich jetzt einfach nochmal ein Stück abgeschnitten. Die Länge, das sind jetzt ungefähr so 5-6 mm, vielleicht sind es auch 7, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gemessen, ich habe es einfach so Pi mal Daumen gemacht und da habe ich jetzt am Ende die LED draufgeklebt. Natürlich muss ich vorher den Kranz von dem Messingrohr und die Kontaktflächen von der LED mit schwarzer Farbe bemalen, sonst habe ich einen Kurzschluss, ne? Und jetzt scheint halt einfach die LED in das Messingrohr und ich kriege hier vorne am Ende eine vollflächige Beleuchtung hin, eine gleichmäßige Beleuchtung. Ja? Warum ist das jetzt halt so? Naja, die LED hat ja einen Abstrahlwinkel. Ja, und der ist natürlich direkt an der LED, ist der natürlich anders da, wie wenn jetzt da erstmal so ein paar Millimeter Rohr dazwischen sind. Da können sich ja die Lichtstrahlen schon ganz anders da ausbreiten, werden in dem Rohr noch gebrochen etc. pp. Ja, und dadurch kriege ich jetzt einfach hier, man sieht es auch, so einen richtig schönen punktförmigen, gleichmäßigen Lichtkegel hin. Und wenn ich das ganze Teil dann dahinter setze, ne, dann leuchtet mein Kram hier gleichmäßig. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt erkennen kann, weil ich habe ziemlich helle Beleuchtung hier. Und jetzt muss man halt irgendwie bloß noch das Teil hier miteinander verbinden. Ne? Hätte ich das früher gewusst, hätte ich es ein bisschen anders wahrscheinlich gebaut. Naja, aber das kriegen wir hin. Dann muss es halt erstmal freitragend da rein. Sieht aber eigentlich auch gar nicht so schlecht aus.
So, also so sieht das Ganze jetzt aus. Ich mache mal da das Licht aus. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde, das kann sich schon mal sehen lassen. Ne? Das Rohr, da habe ich eigentlich jetzt gar nicht viel gemacht, muss ich zugeben. Das habe ich jetzt einfach an das andere dran geklebt. Ist, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen locker. Ich denke mal, da wird der Sekundenkleber in der nächsten Zeit dann noch den Rest machen. Aber so, finde ich, kann ich das eigentlich schon lassen. Jetzt muss ich natürlich da hinten noch gucken, dass ich da irgendwie den Lichtaustritt ein bisschen wegkriege. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das am besten? Beziehungsweise, ich tue erstmal noch die Kabel hier nach unten. Die tue ich erstmal noch hier irgendwie ein bisschen fixieren. Dass die Last von der LED wegkommt. Weil sonst weiß ich genau, was dann das nächste ist. Irgendwann sind die Drähte wieder ab und dann fluche ich wieder. Also hier könnt ihr sehen, ich habe es jetzt gerade mit schwarzer Farbe übermalt. Das ging richtig gut. Auch hier oben habe ich noch mal ein bisschen schwarze Farbe drüber gemacht. Braucht man zwar nicht, aber ja, habe es jetzt einfach mal gemacht. Und ich muss sagen, also von dem Ergebnis, das kann sich wirklich sehen lassen, finde ich hier vorne. Ich gehe mal noch mal ganz nah ran. Ne? Also ich finde, das kann sich wirklich richtig gut sehen lassen. Ich habe jetzt alles mal noch hier in die Mitte gelegt. Ne? Alle Drähte hier schön festgemacht, verlegt hier in die Mitte. Und dann als nächstes, ja, werde ich mal gucken, dass ich das Teil da wieder drauf kriege. Ne? Aber auch da werde ich jetzt erst noch mal ein bisschen warten und das Ganze erst noch mal ausdampfen lassen. Einfach, um sicher zu gehen, dass ich nicht aus irgendeinem dummen Zufall, dass der Sekundenkleber irgendwie meine Scheiben da stumpf macht. Ne? Das wäre jetzt richtig ärgerlich. Deshalb auch erstmal wieder zur Seite gelegt.